Die Frustration ist eigentlich wie ein Hinweis davon, dass wir uns rumdrehen müssen und in eine andere Richtung gehen. Deshalb ist es eigentlich so wichtig, die Frustration oder das Genervtsein wichtig zu nehmen und nicht zu denken, du bist vielleicht alleine damit. Ja, oder du musst es wegmeditieren. Und was manchmal schwierig ist, auch in der Frustration, ist, dass man das Gefühl hat, ja, das ist alles sinnlos, was ich gemacht habe in meinem Leben. Oder es kommt dann auch so ein Sinnlosigkeitsgefühl. Und darum geht es nicht. Also es geht nicht darum, dass wir die Sachen, die wir erreicht haben, dass das falsch war. Der Mind oder das Leben hat uns mit dem, so wie wir funktionieren als Menschheit im Moment, dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Und das waren viele Jahre, die wichtig waren, wo viele wichtige Erfahrungen gemacht werden mussten, wo wir viel erschaffen haben, wo wir viel erreicht haben. Alles, was eigentlich wie so vielleicht auch das Denken erschaffen und erreichen konnte. Ja. Bis zu dem Punkt, wo es wie sich nicht mehr so gut anfühlt. Ja. Und das ist eigentlich auch ein ganz normaler Punkt vom Wachstum und Veränderung. Ja. Ne? Und jetzt ist eigentlich der Punkt, über den Mind hinauszugehen. Ja. Der Mind ist im Krieg mit dem Leben. Der Mind ist frustriert. Aber in dir ist was größer ist als der Mind, was größer ist als der Körper. Und das ist nicht frustriert. Das will sich ausdrücken und leben. Und die Frustration ist eigentlich nur dafür da, dass du aus dem Weg gehst und das Leben durchlässt. Die ganze Lebendigkeit. Vielleicht könnten wir, die ganze Menschheit, könnte einen riesen Schritt machen in einer Evolution oder in der Entwicklung von einer ganz anderen Menschheit, wie wir uns gar nicht vorstellen können. Ne? Wenn wir die Frustration wie so als heiße Herdplatte nehmen würden und wie so, oh nee, da geht's nicht lang. Da ist Frustration und genervt sein. Ja. Und vielleicht können wir in die andere Richtung gehen, wo Offenheit da ist, wo Freiheit da ist und Lebendigkeit. Weil du kannst das ja auch mal ausprobieren, wenn du deine Frustration wirklich spürst und dein Genervtsein und merkst, dass du keine Lust mehr hast. Also es ist manchmal so gut zu merken, ich habe da drauf keine Lust mehr. Und du drehst dich um und machst einfach, obwohl du noch nicht weißt, wohin, diesen Richtungswechsel. Ich will es anders machen, ich will anders leben, ich will anders sein, ich will irgendwie anders. Dann wirst du schon merken, dass du rausgehst aus dem Frust. Also sobald du Aus dich dem wirklich Opfersein auch. aus diesem, genau, wie so umdrehst oder wegdrehst, wirst du merken, oh, hier fühlt sich schon besser an. Also solange wir weiter in diese Richtung laufen, ist dieser Frust einfach da. Aber vielleicht spürst du schon lange, dass es Zeit ist für eine Veränderung. Und dem zu vertrauen und zu glauben, dass das stimmt, du bist ja nicht alleine da drin. Es gibt ja so viele Menschen, die unzufrieden und gefrustet sind. Von daher, ja, probier das einfach mal aus. Wo würdest du denn gerne hin? Welche Schritte würdest du gehen? Und die sind sicher anders, als jeder andere gegangen ist. Ja. Das große Problem ist, glaube ich, dass die Menschheit sich so nachäfft, könnte man sagen. Jeder geht denselben Weg von den anderen. Und wir sind aber nicht dafür geboren worden, um nachzuäffen. Du musst deinen Weg gehen. Du musst ins Leben gehen und dich leben, dich erblühen lassen. Und du würdest sofort weg von der Frustration, von dem Genervtsein kommen. Und das wäre eigentlich schon das Zeichen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Aber du musst den Mut aufbringen, der Frustration wirklich zu begegnen und die als Zeichen zu nehmen. Okay, stopp. Hier gehe ich nicht weiter. Ich weiß nicht wohin, aber da gehe ich nicht weiter. Und das reicht schon. Und dann machst du einen ersten kleinen Step in eine andere Richtung. Und dann den zweiten und den dritten. Und du fängst an, für die Menschheit dich zu befreien. Ja, und für deine Freiheit und für deine Lebendigkeit. Vielleicht willst du wirklich leben und merkst, dass du so, wie du lebst, nicht wirklich alles leben kannst, was in dir angelegt ist, was in dir wirklich erfahren werden will, was in dir, ja, was so rauskommen will aus dir. Vielleicht sind da ganz, ganz viele Schätze in dir, die du gar nicht freilässt.
die du nicht polierst, die du nicht zeigst, weil du vielleicht auch gar nicht weißt, dass die da sind. Und das ist frustrierend für dein ganzes Body-Mind-System, weil etwas in dir weiß, da ist viel viel da. mehr möglich oder Viel viel mehr mehr möglich, Potenzial ja. auch da, ja. Deshalb nimm das Genervtsein einfach als Zeichen und nicht um es loszuwerden und denselben Weg weiterzugehen. Das wäre fatal und das macht im Moment die Menschheit. Sie müllt sich zu mit vielleicht Social Media oder mit Drogen, mit Alkohol, egal was, um das Genervtsein nicht zu spüren. Aber wir sehen die Heilung im Genervtsein spüren und tatsächlich was verändern. Das ist eigentlich der Schritt, den die ganze Menschheit gehen muss. Nicht dem Genervtsein ausweichen oder nicht spüren wollen oder verändern wollen mit einem anderen Gefühl. Nein, genervt sein heißt Stopp. Und durch dieses Stopp und wie du eigentlich so schön gesagt hast, dass du deinen Weg da rausfinden musst, fangen wir an, als Menschheit und jeder Einzelne neue Wege zu gehen. Wir brauchen dieses, so geht es nicht weiter und ich will in eine andere Richtung, die ich vielleicht noch nicht kenne, die noch nicht viele Menschen gegangen sind. Aber trotzdem müssen wir gehen, wir müssen anfangen, andere Wege zu gehen, weil es wird sonst immer genervter und immer frustrierter, das Leben. Und das kann man gar nicht aushalten. Ja. Ja, deshalb, wenn du das hörst und dich angesprochen fühlst, ja, wünschen wir dir den Mut. Ja. Sonst melde dich gerne. Wir waren viele Jahre genervt und können dir da sicher weiterhelfen, das wichtig zu nehmen. Dass du dein Leben lebst. Ja? Und wieder glücklich bist. Und zufrieden und strahlst und wirklich das lebst, deine Schätze. Alles Liebe dir. Alles Liebe.